Was benutzt du für deine Haut? Die ist immer so schön rein. Ja, auch diese Frage sehr, sehr oft. Meine Pflegeroutine. Ich will auf jeden Fall dazu ein Video machen, weil ja die mich kennen, die wissen, dass ich ja als Mama auch trotz so vieler Kinder immer Wert drauf lege auf meine Pflege. Das ist einfach, ja, ich war schon immer als junges Mädchen immer sehr, sehr im Kosmetikbereich sehr, sehr interessiert. Ja, das ist halt immer so, das ist das, was ich als Mutter, egal wie vieler Kinder, ich brauche das immer. Ich nehme mir immer die Zeit, dafür stehe ich auch gerne früher auf, dass ich halt wirklich immer meine Pflegeroutine morgens und abends habe. Das brauche ich halt immer. Dafür nehme ich mir halt auch die Zeit. Und ja, ich habe auch im Laufe des Jahres sehr, sehr viel getestet und habe da bestimmte Pflegeprodukte, wo ich sagen kann, die mag ich sehr. Deswegen werde ich auf jeden Fall ein Video zu meiner Pflegeroutine nochmal machen. Ich weiß nicht, dann wahrscheinlich eine Morgenpflegeroutine, Abendpflegeroutine oder wie auch immer. Könnt ihr mir auch gerne schreiben, ob ihr das in einem Video sehen wollt oder dann, ne, dieses Morgenroutine, Abendroutine sind ja immer zwei verschiedene Sachen, die man ja dann immer benutzt. Und bei mir ist es sehr, sehr viel, was ich immer benutze. Ich hoffe, das wirkt wenigstens. Deswegen, ja, dazu kommt dann hoffentlich auch ein Video. Wie haben deine Eltern auf deine Konversion, also Konvertierung zum Islam reagiert? Ja, auch das werde ich dann in einem separaten Video für euch bearbeiten, in dem ich über meine Konvertierung spreche. Wie lange hat die Geburt mit den Sechslingen gedauert? Ja, die Geburt der Sechslinge hat insgesamt 3 Minuten gedauert. Also innerhalb 3 Minuten kamen alle 6 zur Welt. Per Notkaiserschnitt war das ja. Ja, falls ihr das nicht wisst, könnt ihr natürlich mein Schwangerschaftsvideo über die Sechslinge euch angucken. Da erzähle ich das Ganze. Aber ja, insgesamt hat das, also die Geburt, wo sie angefangen haben, die Babys rauszuholen, bis zum letzten 3 Minuten gedauert. Wie schaffst du es, dein Haus so sauber zu halten? Ich komme mit meiner einjährigen Tochter zu nichts. Ja, dazu muss ich noch sagen, solche Nachrichten bekomme ich sehr oft. Und da möchte ich euch auch sagen, ja, das ist ja ganz normal. Also ich habe ja mittlerweile schon große Kinder. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, als die Sechslinge auch 1 Jahr alt waren zum Beispiel, da ist man auch zu nichts gekommen. Da bin ich auch nicht dazu gekommen, mich im Bad hinzustellen und meine 15 Minuten Pflegeroutine oder sowas zu machen. Das ist natürlich ganz normal, dass man mit Kleinkindern kaum zu was kommt. Das ist selbstverständlich, da muss man immer einen bestimmten Tagesroutine finden, wie man das am besten schafft, ne? Mittagsschlafzeiten und so weiter. Deswegen ist das ganz normal, da braucht ihr kein schlechtes Gewissen zu haben. Mit kleinen Kindern ist es wirklich nicht einfach. Du bist eine tolle Frau und Inspiration. Wie war die Kleinkindzeit für euch? Ja, erstmal lieben Dank. Ja, Kleinkindzeit, wie war sie für uns? Anstrengend. Ja, was soll ich sagen? Anstrengend, also ist klar. Es ist ein Unterschied, weil ich weiß, da ist noch eine Frage. Ich glaube, ich würde die gleich verknüpfen. Und zwar, welches Alter der Kinder am anstrengendsten war, habe ich gesehen. Ich würde das mal so, die Frage mit der zusammen verbinden, weil das ist ein Unterschied. Also, wo die Kinder klein waren, sei es jetzt die Babyzeit oder Kleinkindzeit, war das so, dass vieles einfach körperlich sehr anstrengend war. Ja, also dieses Füttern, Windel wechseln, hinter denen hinterher zu rennen, sie anzuziehen, allein wie lange das gedauert hat, damals die Sechslinge für die Kita fertig zu machen. Ja, wir haben 1,5 Stunden gebraucht, bis die Kinder angezogen waren und bis wir aus dem Haus rausgehen konnten. Das waren so Dinge, man musste so viel Zeit einplanen und es kennen bestimmt Mamas von euch mit nur ein Kind, wie lange das dauert, bis man so aus dem Haus kommt, ne? So, noch Milch einpacken, keine Ahnung, Windeln mitnehmen, vorher auf einmal du willst raus, auf einmal ist die Windel wieder voll, also solche Sachen. Da könnt ihr euch vorstellen natürlich, wie anstrengend das war und das sind viele Dinge, die einfach körperlich sehr, sehr anstrengend waren, ja. Und dann fing die Zeit an, wo die Kinder angefangen haben zu sprechen und zu schreien und Beißphase, Kreischphase, all diese Phasen, wo es dann eher schon auf die Psyche ging. Ja, also deswegen kann man nicht sagen, so jetzt Kleinkindzeit war anstrengender und jetzt ist es einfacher oder so, weil, wie gesagt, damals, finde ich, war es eher oft körperlich, ne? Man hatte eben keine Zeit zu nichts, man konnte nichts unternehmen, also es war sehr, sehr schwer, mit den Kindern rauszugehen, alles sehr, sehr anstrengend, ja, als sie klein waren, überhaupt mit denen spazieren zu gehen, Angst, dass die irgendwie wegrennen oder sowas,
all solche Dinge. Es war sehr, sehr anstrengend und ja, jetzt ist zum Beispiel natürlich alles viel, viel einfacher. Die Kinder können selbstständig raus, selbstständig alles machen, mithelfen zu Hause, aber natürlich hat man dafür anderen Stress, wie eben Schulstress, Schulprobleme, eben die Streitigkeiten untereinander, ne, deren Wünsche zu erfüllen. Also es ist einfach so, dass es sich ändert, ne? Also es unterscheidet sich einfach, ja, das ist mal eher dieses körperliche Anstrengen und dann eben eher eine psychische Anstrengung und Belastung. Ja, deswegen Kleinkindzeit jetzt, um die Frage zu beantworten, war trotzdem dafür, dass es 6 waren, trotzdem nicht schwer, wie manche vielleicht mit einem Kind haben, weil ja dann eben dieses Organisation anders war. Also viele Leute, auch wenn wir draußen waren, die dachten einfach, wir sind eine Kindergartentruppe und so war das einfach. Wir waren wie so eine kleine Kindergartentruppe. Die Kinder wussten, wenn wir rausgehen, dass die sich alle an ihren Händchen festhalten und wir gemeinsam in einer Gruppe so, ne, strikt zusammenlaufen, einer vor den Kindern, eine hinter den Kindern und so war das dann halt auch wirklich, ne. Ja, genau, hier war jetzt die Frage. Also man kriegt ab bestimmten Anzahl an Kinder ein Haus, oder? Nee. Das haben mir so viele gesagt, ich habe sowas nicht mitbekommen, dass es sowas gibt. Wir haben nichts, wir haben kein Haus bekommen, also ihr braucht nicht extra viele Kinder zu machen, um in der Hoffnung, dass ihr ein Haus bekommt. Das ist Schwachsinn. Streiten sich die Kinder öfters? Ja, natürlich. Wenn man auch 2 Kinder hat zu Hause, weiß man, ich bin selber mit einem Bruder aufgewachsen und wir haben uns jeden Tag gekloppt. Deswegen natürlich streiten sich die Kinder und dadurch, dass sie eben auch viele sind, ist das auch wirklich oft sehr viel Gestreite. Auch wenn ich wirklich tolle und liebe Kinder habe, lässt es sich nicht vermeiden, dass sie sich streiten. Und das ist auch was ganz Normales und die streiten sich sehr oft. Ja. Mit welchen Vorurteilen hast du ständig zu kämpfen? Sehr gute Frage. Meisten Vorurteile, gerade wenn man so sich in der Öffentlichkeit zeigt, sei es jetzt in den Medien gewesen oder jetzt hier auf YouTube, ne, Hauptvorurteil, wir haben die Kinder nur, weil wir so viel Kindergeld wollen. Ne, weil die Kinder brauchen ja nichts, ne, kosten ja auch nichts, wir sind rich, ne. Genau, das ist der größte Vorurteil, würde ich sagen, so allgemein wie als Familie. Das größte Vorurteil, mit dem wir zu kämpfen müssen. Und dann mit Kopftuch brauche ich erst gar nicht anzufangen, die ganzen Vorurteile. Ne? Ja, ich bin eine unterdrückte, arme Frau, die nur hinterm Herd steht und ja sonst nichts kann. Ne? Das sind ja alles diese Sachen. Und wenn Menschen so denken, dann kann ich auch hier so viel erzählen, wie ich will. Und das wird eh nichts bringen, weil die werden eh sagen, ich sitze hier und lüge nur und danach gehe ich und dann weine ich hinter meinem Herd. Ist es schwer zu beachten, dass alle sich gleich doll geliebt fühlen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn es ist wirklich sehr schwer. Und das ist das, was uns Eltern am meisten belastet. Es ist einfach so, dass auch ich als Mutter sehr oft wirklich schwere Phasen hatte, wo ich auch wirklich auch schon teilweise, würde ich sagen, ich weiß nicht genau, wie so eine Depression ist, aber ich würde mal sagen, in so depressive Phasen ging, wo ich einfach das Gefühl hatte, eben nicht allen genug Aufmerksamkeit oder Liebe schenken zu können. Doch dann kommen so Situationen, wo ich dann gesehen habe, also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ne, wir sind ja nonstop beim Zahnarzt mit den Kindern wegen ihren Zahnspangen, beim Kieferorthopäden und dann war so eine Situation, ich war wirklich mit allen 6 dort, Termin, weil es oft geht es ganz schnell, weil die dann halt nur so eine kurze Kontrolle haben und das war in dem Moment, sollten die diesen Gaumenabdruck bekommen, der ist ja ein bisschen unangenehm und weil ich eben mit allen 6 da war es dann so, dass musste ich mich um die anderen kümmern, dass sie da einigermaßen sich benehmen. Ich weiß nicht mehr, wer das war, Zeynep oder so, saß dann auf dem Stuhl und sollte diesen Abdruck bekommen und das ist ja so ein bisschen unangenehm, ne, diese Masse da in dem Mund zu bekommen. Und dann habe ich gesehen in dem Moment, dass ihr Bruder ihre Hand hielt. Und das hat mich dann so innerlich so glücklich gemacht, weil ich mir dann dachte so, ja, obwohl du in dem Moment, weil du halt mit den anderen Kindern beschäftigt warst, nicht an ihrer Seite sein konntest, ihre Hand halten, hat's halt ihr Bruder gemacht, ne? Und das sind halt solche Sachen. Natürlich, man kann nicht so viel Aufmerksamkeit geben wie einem Kind oder vielleicht 2. Das ist einfach so. Ich hoffe, unsere Kinder wissen, wie sehr wir sie lieben und das sagen wir denen auch natürlich ganz, ganz oft. Auch wenn wir das vielleicht nicht so viel machen können. Ich gebe euch mal noch ein Beispiel.
Und zwar als die Sechslinge in ihrer Krabbelzeit waren. Das war damals, wir hatten kein Wohnzimmer, also wir haben wirklich das Wohnzimmer in so ein Spielzimmer verwandelt, weil damals hatten wir auch nicht so viel Platz. Und das war ein komplettes Spielzimmer für die Kinder. Wir haben auch so Matratzen auf dem Boden gemacht, wo wir dann halt sitzen konnten und auch die Kinder. Und das war dann immer so, sobald ich mich dann hingesetzt habe auf den Boden, kamen dann die Sechslinge angekrabbelt und dann hat es der eine geschafft, rechts sich auf den Schoß zu setzen, der andere dann links auf den Schoß und der dritte stand dann schon so und hat geguckt. Ne, der hat dann keinen Platz mehr auf meinem Schoß gefunden. Fing dann halt eben damals schon an. Ne? Man konnte halt einfach nicht so viele Kinder eben in den Arm nehmen, wie wenn ich es vergleiche mit meiner ersten Tochter, die wirklich ja 3 Jahre an mir geklebt hat wie eine Klette, die nur auf mir drauf geschlafen hat, danach in meinem Bett geschlafen hat, solche Sachen. Das war natürlich bei Sechslingen nicht möglich, aber es ist trotzdem eben dann schön zu sehen, dass sie sich dafür haben, ne? Und sich gegenseitig halt auch eben diese Liebe schenken können. Da habe ich nämlich noch eine Frage gelesen und zwar auch, wie es für Meryem und Malik Musa, Meryem ist ja vor den Sechslingen, Malik Musa nach den Sechslingen, wie es denn für die sein muss. Deswegen verbinde ich auch gleich diese Frage miteinander, weil man denkt dann oft, also zum Beispiel bei Meryem, sie musste sehr viel zurückstecken. Also sie war 4 Jahre alt, als die Sechslinge auf die Welt kamen. Und wir waren auf einmal nur mit 6 Babys hatten wir zu tun. Wir hatten damals Gott sei Dank so eine Familienhelferin vom Jugendamt bekommen, die dann zum Beispiel mit ihr Schwimmkurs gemacht hat und mit ihr in den Zoo gegangen ist. Also so Ausflüge, wo wir einfach in der ersten Zeit konnten wir einfach alles gar nicht machen, weil wir ja uns um 6 Babys kümmern mussten. Deswegen für Meryem war es auf jeden Fall nicht einfach. Bei Malik Musa ist das Ganze so witzig, weil der, ich sag immer, als wenn er wusste, in was er geboren wurde, weil der von Anfang an so einen krassen Charakter hatte. Also der ist gar nicht untergegangen. Man würde denken, dass der Letzte eben nach Sechslingen, weil da eben Sechslinge sind und die haben ja nur 13 Monate Unterschied, dass der da untergegangen wäre, aber gar nicht. Der hat sich so, also der war von Anfang an so krass und selbstbewusst und hat sich da so, bis heute, der boxt sich da durch. Ja, also bei dem hat es überhaupt keinen Unterschied gemacht. Was aber witzig war, war das, ihm klar zu machen, dass er kein Sechsling ist. Das ist so witzig, der war richtig klein und ich weiß noch, ihr kennt ja bestimmt dieses eben dieses eine Bild, was damals in den Medien war, wo die 6 so in so einem Halbkreis liegen. Und dieses große Bild, das haben wir in unserer alten Wohnung, hatten wir im Flur hängen gehabt. Da war eine Journalistin gewesen und die hatte dann die Sechslinge gefragt, wer ist. Und die haben ja da auch so bunte Mützchen an und die Kinder wussten immer so, ja, ich bin die mit der rosa Mütze, ich bin die mit der Mütze und so. Und Malik Musa stand daneben, ich weiß, der war so klein, der war vielleicht 3 oder so. Keine Ahnung. Und dann meinte dann so, Kinder haben halt gesagt, ja, ich bin der, ich bin der, ich bin die und so. Und er so, Mama, wo bin ich? Und ich so, ja, Malik, du warst da noch nicht geboren, du warst da noch nicht da. Und er dann immer noch, aber wo bin ich? Weil die Kinder ja dann immer noch weiter gesagt haben, ja, ich bin die, ich bin der. Und er so, aber wo bin ich? Und so, nein, du warst da noch gar nicht geboren, du warst da noch nicht da. Und er so, aber wo bin ich? Das war so süß, Janina. Das war so niedlich, wie er da geweint hat, weil er wissen wollte, wo er ist. Und ja, sowas den Kindern halt eben auch dann später so beizubringen, dass Malik Musa eigentlich ja eben einen anderen Geburtstag hat und nicht zu denen dazu gehört. Deswegen auch, wo die ganz klein waren, wir haben immer alle 7 gleichzeitig Geburtstag gemacht. Weil ja, erklär das mal ihm, dass er nicht zu den Sechslingen gehört. Ja, also war witzig. Welches eurer Kinder ist dir am ähnlichsten vom Wesen her? Ja, am ähnlichsten, da würde ich auch sagen, ist Malik Musa. Der ist von allen Kindern am sensibelsten, so was mich angeht. Also sehr, 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 sehr immer auf mich bedacht so. Der ist sehr tough und ja, auch so sein Geschmack und so war immer so witzig. Der hatte so gleiche Geschmäcker wie ich, so was Essen und so angeht. Ja, also die meisten Kinder, ich sag mal so, es steht 6:2 für Papa. 6:2 für Papa. Ja, also ich habe gerade mal 2 Kinder, die ein bisschen nach mir kommen. Also auch optisch gesehen ist ja die Zehra und der Malik Musa, die nach mir kommen. Die anderen sind komplett der Papa, wobei es sich auch wieder so ein bisschen ändert, wo manche sagen, ah, Rana sieht ja auch ähnlich. Also, ne, aber so generell kommen die schon nach Papa. Nur der Malik Musa, als er geboren wurde, habe ich gesagt, das ist ein Pole. Das ist ein Pole. Also, würde ich mal sagen, ist so der Einzige, der ja so richtig nach mir kam, Malik Musa. War das 8. Kind ebenfalls geplant, passend dazu? Nee, der Malik Musa eben war nicht geplant. Ihr könnt auch gerne mein erstes Video angucken. Hallo YouTube heißt das. Dort habe ich das auch nochmal erzählt. Eigentlich kann man sich das denken,
dass man nach Sechslingen nicht noch ein Kind plant, beziehungsweise nicht auch gleich nicht dahinterher. Was ist deine Lieblingsmarke? Also zum Beispiel Klamotten. Also ich habe jetzt keine so, ich bin jetzt nicht so ein Markentyp, der jetzt so auf Marken Wert legt, aber das, wo ich am meisten shoppe, ist eigentlich H&M oder Modernisa. Das sind eigentlich, wo ich die meisten Klamotten so her habe, würde ich sagen. Also wirklich so die meisten Klamotten. Ah, hier, möchtest du noch ein Kind als Nachzügler? Ja, also ne, ich finde das immer witzig, dass das so viele fragen, dass man, weiß ich nicht, wer noch auf die Idee kommen würde, noch ein Kind sich zu wünschen. Naja, vielleicht gibt's ja sowas, keine Ahnung. Aber wer mich kennt, weiß, dass meine Planung immer 3 Kinder waren. Da habe ich ja schon meinen Rekord sowieso überschritten. Ne? 3 wollte ich immer haben und ich habe 8 bekommen. Deswegen, nein, wir planen nicht noch mehr Kinder. Woher aus der Türkei kommt dein Mann? Die Frage kam auch oft. Mein Mann ist ja hier in Berlin geboren, aber seine Eltern kommen aus der Türkei und zwar sind die vom Schwarzmeer und zwar sind sie aus Rize. Was hattet ihr für einen Kinderwagen mit den Sechslingen? Wir hatten 2 Drillingswagen bei den Sechslingen, also gab nichts anderes, deswegen hatten wir 2 Drillingswagen. Ich sage euch ganz ehrlich, es war die reine Katastrophe. Ich bin mit den 2 Kinderwagen vielleicht nur 1-2 Mal rausgegangen. Es war furchtbar. Also stellt euch mal vor, so, wir laufen mit 2 Drillingswagen auf der Straße. Das war so krass. Alle Leute haben geguckt, haben uns angehalten. Was ist das? Wie ist das? In den Kinderwagen reingeguckt. Das war so schlimm, dass wir haben uns immer aufgeteilt. Ich bin immer nur mit einem Kinderwagen rausgegangen. Also ich bin dann, wenn wir spazieren gegangen sind oder so, habe ich 3 mitgenommen und mit denen spazieren gegangen und die anderen 3 bei Papa gelassen, weil das war ganz furchtbar. Und auch so, wenn Kinderarzttermin war oder so, haben wir das auch aufgeteilt. Meistens immer auch 3 Kinder. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mit allen 6 hingegangen sind. Ich glaube, ein paar Mal bestimmt auch, aber sonst nicht. Sind deine Kinder alle, abgesehen von der Großen, in derselben Kita gewesen? Ja, alle Kinder, alle 6 mit Mike 7 waren später dann in einer Kita. Welche Art Unterstützung bekommt man finanziell, wenn man viele Kinder hat? Ja, das ist ja zu der anderen Frage von vorhin. Also es gibt keine anderen jetzt Unterstützung in dem Sinne, wenn man viele Kinder hat. Also man bekommt ganz normal sein Kindergeld und Erziehungsgeld. Und der einzige Unterstützung ist, wenn man zum Beispiel jetzt Mehrlinge hat, dass man ab Drillinge so Unterstützung bekommt. Das waren die ersten 3 Monate, glaube ich, dass man Unterstützung bekommt. Ich glaube, es war Pampers, hat damals paar Monate eben die Windel gesponsert, sowas. Dass man, wenn man Mehrlinge hat, ab Drillinge da hier und da irgendwie Unterstützung oder Zuschüsse bekommt. Aber ich kann mich auch ganz ehrlich gar nicht mehr dran erinnern. Aber generell, wenn man viele Kinder hat, bekommt man nicht mehr Unterstützung. Hast du als Kind auch eine Zahnspange getragen? Ja, ich habe als Kind auch eine feste Zahnspange gehabt. Deswegen, ja, diese Frage kommt sehr oft. Das sind meine eigenen Zähne. Ich bin meiner Mama sehr dankbar, dass sie sich darum gekümmert hat, dass die auch schön gerade werden. Deswegen bin auch ich dahinterher. Und jetzt haben ja auch schon die Hälfte der Sechslinge schon eine feste Zahnspange bekommen. Die anderen haben noch lose, bekommen aber auch ihre festen Zahnspangen. Also das finde ich immer sehr, 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 sehr wichtig, dass man sich darum kümmert und nicht, dass die dann, wenn die erwachsen sind, dann noch später als Erwachsene irgendwelche, ja, so viel Zahnbehandlungen und Schienen oder sowas brauchen. Deswegen, ja, dann lieber als Kind eine Spange tragen und später ist dann Ruhe, wie in meinem Fall, Gott sei Dank. Welches Alter der Kinder war für dich am härtesten, anstrengendsten? Ja, die ähnliche Frage hatten wir ja schon. Ja, also ich fand jetzt persönlich jetzt an sich am anstrengendsten war das, dass ich, die Sechslinge waren ja knapp ein Jahr, als Malik Musa geboren wurde. Da diese Monate Schwangerschaft dann gewesen und dann aber 6 Babys, um die man sich kümmern muss. Das war körperlich also das Anstrengendste, würde ich sagen. Vor allem, weil ich ja so schnell eben wieder schwanger wurde. Nach den Sechslingen hatte ich sehr, sehr viele Beschwerden und Schmerzen. Und da war es dann halt wirklich sehr, sehr anstrengend, sich um 6 Babys zu kümmern, zu füttern und das alles noch mit so einem Bauch dazwischen und den ganzen Schmerzen. Ja, aber ansonsten, welches Alter anstrengendste war, fragt mich das mal, wenn ich die Pubertät überlebt habe. Dann fragt mich mal nochmal, welches Alter am anstrengendsten war. Wie viel musst du kochen jeden Tag? Ja, man denkt, das ist immer so viel. Ich weiß nicht, aber ich bin das vielleicht auch schon gewohnt, ne? Also ich bin das gewohnt, eben viel zu kochen. Ich kenne das gar nicht anders. Deswegen ist es für mich gar nicht mehr so jetzt viel.
Es ist auch immer praktisch, wenn man, ne, also ich koche eher mehrere Sachen, zum Beispiel eine Vorspeisesuppe, ein Salat und dann den Hauptgang. Also eher so, als wenn ich jetzt so okay, wenn ich jetzt mal sage, heute gibst du jetzt nur Nudeln, ja, dann ist es halt ein Riesentopf Nudeln, ne? Aber für mich ist das halt, ja, normal. Also, dass ich halt große Portionen koche, ist halt, ja, für mich Gewohnheit. Ich folge dir seit kurzem auf deinem Post, sind es 8 Kinder. Hast du 8 Kinder? Dachte 7. Ja, also das ist ja das, was am meisten viele verwirrt auf Bildern oder jetzt hier in den YouTube-Videos, ist ja, ja, manchmal 7, manchmal 8 Kinder zu sehen. Das liegt ja einfach daran, dass die Große ja, sich nicht immer zeigen will, und das respektiere ich. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Die Kinder können entscheiden, ob sie sich hier zeigen wollen oder nicht, ob sie mitmachen möchten oder nicht. Und deswegen, ja, respektiere ich das, wenn die Große sagt, ich möchte nicht, ich möchte jetzt kein Foto machen oder ich möchte jetzt nicht vor die Kamera. Deswegen, ja, sind auf manchen Fotos eben 7, bei manchen Fotos eben 8 Kinder zu sehen. Vor allem sind ja auch viele verwirrt, eben der Jüngste, ne, mit seinen 13 Monate Altersunterschied erkennt man halt eben nicht, dass er der jüngere Bruder ist. Deswegen, ja, ist das oft verwirrend, aber ja, das ist halt einfach so, da kann ich nichts machen. So, also hier, du sagst oft Mietwohnung, aber es sieht aus wie ein Haus. Und wie viele Zimmer hast du? Ja, ich bin manchmal, ja, wir wohnen jetzt seit 2 Jahren hier in dem Haus und deswegen, ja, sage ich oft noch Mietwohnung, weil ich ja durcheinander komme. Wie viele Kinder wolltest du, als du ein Kind warst? Okay, als ich ein Kind war, weiß ich nicht, ob ich schon wusste, wie viele Kinder ich haben will. Aber ja, als ich dann geheiratet habe, hat man ja so eine Vorstellung. Und da wollte ich immer 3 Kinder haben. Ja, und hier nächste passende. Hättest du jemals gedacht, dass du 8 Kinder haben wirst? Sie sind echt eine starke Frau. Lieben Dank. Nee, natürlich habe ich mir nie gedacht, dass ich so viele Kinder haben werde. Denn ja, wie gesagt, der Wunsch war immer 8 Kinder. Der Wunsch war immer 3 Kinder gewesen. Ich komme ja selber aus einer kleinen Familie und habe in eine große Familie eingeheiratet und habe eigentlich gesehen, wie schön das ist, eine große Familie zu sein. Ich wollte dementsprechend 3 Kinder, war für mich halt eben viel. Ja, also 3 Kinder, ich denke, das ist für viele viel, 3 Kinder. Aber ja, 8 hätte ich nie gedacht. Sprichst du noch viel Polnisch? Ja, natürlich. Also ich spreche mit meiner Mama nur Polnisch, mit meinen Eltern. Das ist klar. Also ich finde das auch ganz wichtig. Also wenn ich mit meinen Eltern spreche, dann spreche ich mit denen auf Polnisch. Wie alt bist du? Ich bin noch 36. Ja, im Dezember werde ich 37. Ja, auch eine Frage, die hier sehr oft gestellt wird und vor allem wir Muslime müssen uns dieser Frage immer stellen. Ich weiß nicht warum. Muss sich jeder Mensch dieser Frage stellen? Weiß ich nicht, aber wir Muslime, habe ich das Gefühl, müssen uns immer dieser Frage stellen. Und zwar, wie stehst du zu Menschen, die eine andere Sexualität als hetero haben? Verachtest oder akzeptierst du sie? So, erstens, wenn ich einen Menschen sehe, kennenlerne, spreche oder sonst irgendwas, interessiert mich die Sexualität der Person nicht. Hat mich nicht zu interessieren und interessiert mich auch nicht. Wie ich das schon oft gesagt habe, jeder Mensch hat das Recht, so zu leben, wie er es eben möchte. Und es hat mich einfach nicht zu interessieren. Und deswegen verachte ich keinen Menschen. Ja, außer das sind jetzt sehr, sehr böse Menschen. Zum Beispiel Kinderschänder oder sonst irgendwas. Wollen wir jetzt gar nicht drauf hinaus. Also die Fragen sind immer sehr, sehr ähnlich. Ne? War anstrengend die Zeit, als die Kids klein waren? Ab wann war es einfacher? Ja, ist halt eben eine schwere Frage. Denn, wie gesagt, es war danach körperlich einfacher, ne? Wenn die Kinder dann angefangen haben, selbstständiger zu werden, sich selber anzuziehen, selber auf Toilette zu gehen, selber zu essen. Das waren natürlich Dinge, die dann viel, viel einfacher waren. Ne? Denn wir mussten das ja als Eltern immer machen. Das kann man sich ja vorstellen, wenn man 6 Babys wickeln, anziehen muss, füttern muss, wie anstrengend das gewesen sein muss. Deswegen ab da war es auf jeden Fall einfacher, als die Kinder anfingen, selbstständiger zu werden. So, ich mache jetzt Schluss hier. Ich denke, ich habe relativ viele Fragen beantwortet. Das reicht, ich bin hier sehr lange gesessen. Deswegen, ja, falls ich irgendwelche Fragen ausgelassen habe, dann werde ich die hoffentlich noch in einem anderen Video beantworten oder folgt mir auch gerne auf Instagram. Dort versuche ich auch immer viel zu beantworten und ja, sei es in der Story oder auch mal die Privatnachrichten versuche ich auch ab und zu durchzugehen. Deswegen könnt ihr mir auch natürlich gerne dort folgen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis bald. Tschüss!